Hi Musik- und Technikfreund, mein Name ist Chris und du schaust gerade meine Videoreihe TC Helicon Voice Live 3 Extreme. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Voice Live 3 mit einem Backing-Track benutzen kannst, falls du Alleinunterhalter bist und du eine restliche Band brauchst oder du einen Karaoke-Abend veranstalten willst. Dazu kann man auch das Voice Live 3 Extreme mit einem Backing-Track programmieren, sodass du nicht die Effekt-Button betätigen musst. Als erstes brauchen wir einen USB-Stick, den wir an unserem Computer anschließen und überprüfen ihn, wie er formatiert ist. Öffne dazu dein Dienstprogramm, mit welchem du deinen Stick formatieren kannst. In diesem Fall ist meiner auf macOS Extended formatiert. Diese Version erkennt dein Voice Live nicht, daher muss er auf FAT32 formatiert werden. Sobald dein Stick formatiert ist, können wir anfangen, die Backing-Tracks auf den USB-Stick zu ziehen. Hier gilt auch das Format der Musikdateien zu beachten. Für eine optimale Wiedergabe ist hier WAV mit einer 24-Bit-Auflösung empfehlenswert. Wenn du eine DAW benutzt, sollte dies kein Problem sein, deinen Backing-Track auf deinen USB-Stick zu exportieren. Ansonsten, für einen Karaoke-Abend empfehle ich dir, die Playbacks in WAV-Form zu finden. Sobald du alle deine Backing-Tracks hast, kannst du nun deinen USB-Stick auswerfen und diesen in deinen ausgeschalteten Voice Live 3 Extreme einstecken und dann einschalten. Nachdem er hochgefahren ist, kannst du nun die Backing-Tracks in dein Gerät importieren. Drücke dazu die Store-Taste und navigiere mit der Pfeiltaste nach rechts zu Track Import. Hier siehst du nun deine Liste, die sich auf deinem USB-Stick sich befindet. Mit dem großen Scrollrad kannst du nun einen Track auswählen und drückst lange auf diesen, um einen Track zu importieren. Das Voice Live 3 fragt nochmal, ob du diesen importieren willst. Das bestätigen wir mit dem großen Scrollrad. Der Importvorgang dauert eine Weile, also hab Geduld. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, kannst du nun die Home-Taste betätigen. Jetzt befindet sich dein ausgewählter Backing-Track auf dem Voice Live 3 Extreme. Nun kannst du deinen gewünschten Preset auswählen, um dort dann den Backing-Track zu aktivieren. Dazu betätigst du die Looper-Taste und navigierst mit der Pfeiltaste nach rechts auf Backing-Track. Mit dem ersten Rädchen wählst du nun deinen gewünschten Track aus und drückst dann auf die Home-Taste. Auf deinem Bildschirm erscheint BT. Das bedeutet, dass du jetzt bei deinem Preset einen Backing-Track aktiviert hast. Unter diesen Umständen ist die Looper-Funktion deaktiviert. Um den Backing-Track zu starten, betätigst du einmal den Looper-Button. Du siehst jetzt auf dem Bildschirm 10 eingeteilte Bereiche. Jeder Bereich wird mit einem Button bedient. Um den Backing-Track abzuspielen, zum Beispiel den Harmony-Button, um zu stoppen, den Double und so weiter. Wir wollen jetzt aber dein Voice Live 3 Extreme programmieren, sodass du dich frei auf der Bühne bewegen kannst. Dazu drückst du einmal den Reverb-Button. Jetzt wird dein Backing-Track abgespielt und gleichzeitig aufgezeichnet. Nun kannst du im jeweiligen Songabschnitt einen Effekt ein- oder ausschalten. Diese Befehle werden nun aufgezeichnet, nicht aber dein Gesang. Wenn du mit den Eingaben fertig bist, drückst du erneut den Looper-Button. Hier siehst du jetzt unter der Wave-Darstellung horizontale Striche. Diese sind deine Eingaben. Du kannst jetzt zum Beispiel mit dem Scrollrad zu einem anderen Songpart navigieren und dort weitere Eingaben aufzeichnen. Mit dem Delay-Button kannst du den letzten programmierten Part zurücksetzen. Wenn du alles fertig programmiert hast, drücke den Mod-Button, um alles abzuspeichern. Falls du jetzt einen Track zum jeweiligen Preset wechseln willst, drücke die Preset-Pfeiltaste nach unten. Hier wechselst du mit Preset nach oben oder nach unten die Tracks und bestätigst mit dem Step-Button. Deinen programmierten Backing-Track kannst du auch auf deinen USB-Stick exportieren, um eine Sicherungsdatei zu erstellen. Dazu drückst du die Pfeiltaste nach oben und dann die Reverb-Taste. Du kannst hier auch alle Eingaben löschen. Um nicht jedes Mal den Looper-Button drücken zu müssen, um deine Programmierung aufzuzeichnen, kannst du auch gleichzeitig die Vocal- und Gitarre-Taste betätigen.
Sobald du für die Stimme alles programmiert hast, kannst du auch für die Gitarre anfangen zu programmieren. Es sei denn, du hast bereits Steps angelegt, was den Arbeitsablauf massiv vereinfacht. Wie du Steps anlegst, verlinke ich dir in der Infobox. Wenn du bei Backing Tracks Effektwechsel programmiert hast, erscheint auf dem Monitor, wo vorher BT stand, Sec für Sequenzen. Wenn du ein MIDI-Keyboard angeschlossen hast, um Harmonien zu steuern, werden diese bei Backing Tracks Programmieren nicht mit aufgezeichnet. Dazu gibt es eine etwas aufwendigere Variante, die ich dir in einem anderen Video erklären werde. Übrigens, wenn du deine Live-Performance auf deinen USB-Stick aufzeichnen willst, drückst du die Genre- und Setup-Taste gleichzeitig. Um die Aufnahme zu stoppen, drückst du erneut die beiden Tasten. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben oder am besten gleich ein Abo und die Glocke drücken. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.